Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Gnocchi-Pizzatopf mit Hackfleisch, Paprika, Mais und Pilzen. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken, danach 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Währenddessen bereiten wir noch die restlichen Zutaten vor. Eine große rote Paprika waschen, entkernen und dann in kleine Stücke schneiden und außerdem 250 Gramm braune Champignons putzen und ebenfalls in kleine Stücke schneiden. Sobald die Zwiebeln glasig sind, kommt das Hackfleisch in die Pfanne, 500 Gramm, halb Rind und halb Schwein. Das Hackfleisch mit einem Kochlöffel etwas auseinanderreißen, bei mittlerer bis hoher Hitze für 4 bis 5 Minuten krümelig anbraten, auch ruhig schon mal mit einer sehr guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Danach Paprika und Pilze dazugeben. Alles für weitere 3 bis 4 Minuten mit anbraten, gelegentlich mal umrühren, nicht vergessen. Und wenn das erledigt ist, kommen die Gewürze dazu. Hier ein gehäufter Teelöffel geräuchertes Paprikapulver sowie getrockneter Oregano. Die Gewürze kurz unterrühren und danach geben wir die restlichen Zutaten mit in die Pfanne. 250 Gramm passierte Tomaten, einen Schuss Wasser, um alles aus der Tomatenverpackung herauszuspülen. Außerdem 200 Milliliter Sahne dazu gießen, dann 750 Gramm Gnocchi aus dem Kühlregal, etwa eine Dose abgetropfter Mais kommt auch noch mit rein. Und jetzt alles einmal gut umrühren, für weitere 4 bis 5 Minuten sanft köcheln lassen, eventuell nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Gnocchi-Pfanne cremig einköcheln lassen. Danach sind wir fertig. Die Pfanne vom Herd ziehen, mit gehackter Petersilie garnieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.